Well, good afternoon. I trust that you had enough to eat, to be attentive and not too much, so that you fall asleep. Ich glaube, ihr hattet alle genug zu essen und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht versucht, dass ihr so viel gegessen habt, jetzt auch noch einzuschlafen. Let's begin by reading Ruth chapter 2. Wir wollen damit beginnen, das zweite Kapitel im Buch Ruth miteinander zu lesen. Beginning in verse 1, reading to the end of the chapter. Von Vers 1 bis zum Ende des Kapitels. Now Naomi had a kinsman of her husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth the Moabitess said to Naomi, "Please let me go to the field and glean among the ears of grain after one in whose sight I may find favor." And she said to her, "Go, my daughter." So she departed and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the portion of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, "May the Lord be with you." And they said to him, "May the Lord bless you." Then Boaz said to his servant who was in charge of the reapers, "Whose young woman is this?" The servant in charge of the reapers replied, "She is the young Moabite woman who returned with Naomi from the land of Moab." And she said, "Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves." Thus she came and has remained from the morning until now. She has been sitting in the house for a little while. Then Boaz said to Ruth, "Listen carefully, my daughter. Do not go to glean in another field. Furthermore, do not go on from this one, but stay here with my maids. Let your eyes be on the field which they reap, and go after them. Indeed, I have commanded the servants not to touch you. When you are thirsty, go to the water jars and drink from what the servants draw." And she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your sight that you should take notice of me, since I am a foreigner?" Boaz replied to her, "All that you have done for your mother-in-law after the death of your husband has been fully reported to me, and how you left your father and your mother and the land of your birth and came to a people that you did not previously know. May the Lord reward your work and your wages be full from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge." Then she said, "I have found favor in your sight, my Lord, for you have comforted me and indeed have spoken kindly to your maidservant, though I am not like one of your maidservants." At mealtime, Boaz said to her, "Come here, that you may eat of the bread and dip your piece of bread in the vinegar." So she sat beside the reapers, and he served her roasted grain, and she ate and was satisfied and had some left. When she rose to glean, Boaz commanded his servants, saying, "Let her glean even among the sheaves, and do not insult her. Also you shall purposely pull out for her some grain from the bundles and leave it, that she may glean, and do not rebuke her." So she gleaned in the field until evening. Then she beat out what she had gleaned, and it was about an ephah of barley. She took it up and went into the city, and her mother-in-law saw what she had gleaned. She also took it out and gave Naomi what she had left after she was satisfied. Her mother-in-law then said to her, "Where did you glean today, and where did you work? May he who took notice of you be blessed." So she told her mother-in-law with whom she had worked, and said, "The name of the man with whom I worked today is Boaz." Naomi said to her daughter-in-law, "May he be blessed of the Lord, who has not withdrawn his kindness to the living and to the dead." Again Naomi said to her, "The man is our relative. He is one of our closest relatives." Then Ruth the Moabitess said, "Furthermore, he said to me, 'You should stay close to my servants until they have finished all my harvest.'" Naomi said to Ruth, her daughter-in-law, "It is good, my daughter, that you go out with his maids, so that others do not fall upon you in another field." So she stayed close by the maids of Boaz in order to glean until the end of the barley harvest and the wheat harvest, and she lived with her mother-in-law. Und Naomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs, dessen Name war Boas.
Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte, es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt, ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ähren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Von Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter, geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich mich den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und zur Essenszeit sagte Boas zu ihr, tritt hierher und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter, er aber reichte ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, befahl Boas seinen Knechten, auch zwischen den Garben darf sie auflesen, und ihr sollt ihr nichts zuleide tun, vielmehr sollt ihr sogar aus dem Bündel Ähren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie auflesen kann, und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend, und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa 1 Epha Gerste. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab es ihr. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr, wo hast du heute aufgelesen? Und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei der, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn und der seine Gnade nicht entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Und Naomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Und die Moabiterin Ruth sagte, schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst zu meinen Knechten dich halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Naomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst, so kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas, um Ähren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Amen. Amen. If you remember, back in chapter 1, soon after
Naomi recognizes the necessity of making her way back to Bethlehem. She voices a prayer. Ihr erinnert euch in Kapitel 1, dort dauert es nicht lange, dass Naomi, als sie gemerkt hat, sie soll nach Bethlehem zurückkehren, ein Gebet spricht. She realizes that as she's going back to Bethlehem, she has some responsibility for her daughters-in-law. Sie merkt, dass wenn sie zurück nach Bethlehem geht, sie einige Verantwortung trägt für ihre Schwiegertöchter. Before she encourages them to go back to Moab, she actually offers a prayer on their behalf. Und bevor sie ermutigt, nach Moab zurückzukehren, betet sie für sie. May the Lord deal kindly with you, she said. Möge der Herr euch gnädig sein, sagt sie. May the Lord grant that you may find rest. Möge der Herr euch Ruhe verschaffen. She even went so far as to say, may the Lord grant you rest in the house of your husband. Und sie geht sogar so weit, dass sie sagt, möget ihr Ruhe finden, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Now it's interesting that immediately after voicing this, Naomi is encouraging her daughters-in-law to go back to Moab. Und es ist sehr interessant, dass unmittelbar nachdem sie das ausgesprochen hat, Naomi ihre Schwiegertöchter ermutigt, nach Moab zurückzukehren. And we saw previously that she was successful in convincing Orpah to go back to the land of Moab. Wir hatten bereits gesehen, dass sie tatsächlich es fertiggebracht hat, Orpah dazu zu bewegen, nach Moab zurückzukehren. But God had changed Ruth's heart, and so Ruth followed Naomi. Aber Gott hatte Ruths Herz verändert und so folgt Ruth Naomi nach. And Ruth and Naomi now find themselves back in Bethlehem. Und so kommen Ruth und Naomi beide in Bethlehem an. And it's at the beginning of the barley harvest. That's the last verse of chapter 1. Und das ist zu Beginn der Gerstenernte. Das ist das Ende von Kapitel 1. I want to split chapter 2 up into 4 different topics. Ich möchte Kapitel 2 in 4 unterschiedliche Themenbereiche einteilen. Boaz is the first one. Boas ist das erste. Barriers is the second one. Barrieren, Hindernisse ist das zweite. Bundles Bündel, das dritte. and blessings. Da haben wir kein deutsches B. Segnungen. First, Boaz. Zunächst Boas. We don't hear a lot about him early on in the passage here, but look at verse 1. The writer is saying basically this: pay attention to this man. Wir erfahren zunächst nicht sehr viel über ihn, aber wir lesen hier in Vers 1, dass der Schreiber hier sagt, man soll auf ihn aufpassen. It's a bit of a warning at the beginning of the chapter that we should give significant attention to the way things are playing out here, particularly with Boaz. Es ist so ein kleiner Hinweis, eine kleine Warnung schon am Anfang des Kapitels, dass wir darauf achten sollen, wie sich die Geschichte entfaltet, besonders hinsichtlich von Boas. He's a kinsman of Naomi's husband. He's a man of great wealth. He's of the family of Elimelech, and his name is Boaz. Er ist ein Verwandter von Naomi oder von ihrem Mann und er ist ein sehr angesehener Mann aus der Sippe Elimelechs und sein Name ist Boas. So as we make our way through the chapter, we'll see Boaz showing up time and again, and we see the unfolding of God's plan of redemption happening. Und wenn wir so durch das Kapitel lesen, sehen wir, wie Boas dann immer wieder auftaucht und wie Gott seinen Heilsplan und seinen Erlösungsplan voranbringt. And then in the next several verses 2 through 7 actually, we see that there are barriers for Ruth as she comes into the land of Israel, back to Judah, to Bethlehem. There are problems in her way. Und von Vers 2 bis 7 sehen wir, dass es hier auch Barrieren gibt, dass es hier Hindernisse gibt für Ruth, als sie zurückkommt in dieses Land, in das verheißene Land nach Bethlehem. But there are some impressive things to note with regard to Ruth's character here. Aber hier finden wir auch einige interessante Hinweise auf Ruths Charakter. She appears to be a very industrious young woman.
Sie erweist sich als eine sehr fleißige junge Frau. She says early on to Naomi, please let me go to the field, let me glean among the ears of grain. Sie sagt gleich zu Beginn zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen hinter den Schnittern her. She doesn't say, Naomi, this is your hometown, find a job, get work, I'm hungry. Sie sagt nicht, Naomi, du bist doch hier zu Hause, such dir mal bitte Arbeit und verdien Geld oder wie auch immer, bring Essen auf den Tisch. But she's humble and respectful as well as industrious. Sie ist demütig und respektvoll und fleißig. She's willing to work, even in a menial way, of gathering the scraps in the field in order to honor Naomi, to provide for them both. Und sie ist sogar bereit, aufs Feld zu gehen und die Ähren aufzulesen, die da liegen geblieben sind, um für die beiden zu sorgen. So when we left the previous chapter, there was a bit of hope compared to how the chapter began in such a bleak state. Als wir das letzte Kapitel verlassen haben, war so ein kleiner Hauch von Hoffnung, im Gegensatz zu dem, wie das Kapitel angefangen hatte. Where it began in a miserable state of darkness and hopelessness, there's been a change in Naomi and Ruth, and they're headed back to Bethlehem, and the harvest is coming. Obwohl dieses Kapitel sehr finster und düster begonnen hat, hat sich doch etwas grundlegend verändert bei Naomi und bei Ruth, und sie kommen zurück nach Bethlehem zur Erntezeit. But it's not quite as good as it appears. Aber es ist nicht ganz so gut, wie es zunächst scheint. There is more hope than there was in Moab, but not enough hope to suffice. Es ist mehr Hoffnung als in Moab, aber nicht genug Hoffnung, um auch zu überleben. This is why I've titled this section Barriers or Problems, because even though they're back in Bethlehem, the barriers abound. Und deshalb hatte ich diesen Abschnitt überschrieben mit Barrieren oder Probleme, denn diese Probleme, die zeigen sich immer mehr, obwohl sie jetzt zurück sind in Bethlehem. They have no place to live, Sie haben keinen Ort, wo sie leben können. no husband to provide for them. Sie haben keinen Ehemann, der für sie sorgt. There's a non-kosher member of the household. Dann gibt es da einen nicht koscheren Familienmitglied. There's no job for them to work at. Da gibt es keine Arbeit, in der sie arbeiten können, There's no money Kein for them Geld. to purchase necessities. um sich die nötigen Dinge zu kaufen. There's no food for them to eat. Kein Essen zu essen. I mean, sure, there's food available. The harvest has come in, but the mere availability of food does not alleviate hunger. Ja, sicher, es gibt jetzt Nahrung, denn die Ernte hat gerade begonnen, aber nur, dass Nahrung da ist, beseitigt den Hunger noch nicht. But Ruth's industrious initiative in light of the desperate times is encouraging. She's willing to go out and gather the scraps in the field. Aber Ruths Eifer und ihr Fleiß zu arbeiten, die führen dann dazu, dass sie dann auch etwas bekommen. She requests from Naomi to go out, and Naomi's response at the end of verse 2 is, "Go, my daughter." Sie erbittert von Naomi die Erlaubnis, gehen zu dürfen, und Naomi sagt am Ende in Vers 2, geh hin, meine Tochter. And she went. Look at verse 3. She departed and went and gleaned in the field after the reapers. And then this phrase, and she happened to come to the portion of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Und dann heißt es hier, da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnitten her auf, und dann diese bemerkenswerte Feststellung, und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. And because we were told in verse 1, keep your eyes out for Boaz, again, this is a little more light, a little more hope. Und wir, die wir das lesen und schon in Vers 1 aufmerksam gemacht wurden, auf Boas besonders zu achten, wir sehen, hier kommt ein klein bisschen mehr Licht und Hoffnung auf. But notice how it happened. The English says, by chance it just so happened. Ja, aber seht mal, wie das hier beschrieben wird. Hier heißt es, zufällig passierte es so. Listen, nothing happens just by chance. Nun, nichts passiert einfach nur so zufällig. Nothing happens just by random accident. Nichts passiert so einfach aufs Geratewohl heraus. The accidents of history are actually the activity of God's sovereignty. Die Zufälle der Geschichte sind
die Handlungen des souveränen Gottes. Even seemingly small and insignificant decisions serve God's purposes for our lives. Und selbst die kleinsten und scheinbar unwichtigen Entscheidungen dienen Gottes Absicht in unserem Leben. So this happen chance, this so-called accident of history, is actually the activity of God working to advance his purpose in Ruth's life. Und dieser Zufall, von dem hier die Rede ist in Wirklichkeit Gottes Handeln im Leben von Ruth. So in one sense, Ruth just so happened to show up in the field of Boaz. Nun, in gewisser Hinsicht ist Ruth einfach nur zufällig auf dieses Feld geraten. But in a very real sense, there was no accident involved at all, just the sovereign working of a kind God. Aber in Wirklichkeit war da überhaupt kein Zufall dabei, sondern es war das souveräne Wirken eines gnädigen Gottes. So Ruth finds herself in a desperate situation, a foreigner in the land. Nun, Ruth findet sich in einer verzweifelten Situation als Fremder in einem fremden Land wieder. But not only is the situation desperate, there's another barrier that is even bigger than this barrier of her being a foreigner without a husband to provide for her. Aber dann gibt es da noch eine Barriere und diese Barriere ist noch größer als die vorherige, nämlich dass sie keinen Ehemann hat, der für sie sorgt. So the situation is bad, but the law that is against her is even worse. Nun, die Situation ist schlecht, aber das Gesetz, das gegen sie spricht, ist noch viel schlimmer. We're reminded of this again in verse 2, Ruth the Moabitess, or verse 6, she is the young Moabite woman. Und das wird uns noch einmal in Vers 2 und Vers 6 genannt, dass Ruth eine Moabiterin ist oder ein moabitisches Mädchen in Vers 6. If you remember, we considered the law regarding the Moabites earlier from Deuteronomy 23. No Moabite shall enter the assembly of the Lord. Und erinnert euch, dass wir früher schon angeguckt haben, von 5. Mose 23, dass kein Moabiter in die Versammlung des Herrn kommen darf. None of their descendants shall ever enter the assembly of the Lord. Und keiner ihrer Nachkommen soll jemals in die Versammlung Gottes kommen. In fact, Moabites were even forbidden friendships with the people of God. Und Moabitern wurde sogar die Freundschaft zum Volk Gottes untersagt. So we saw earlier that the people of God were forbidden venturing off to Moab, but it's also true that the people of Moab were not allowed to enter into the territory of the people of God either. Und wir hatten vorher darüber gesprochen, dass das Volk Gottes nicht einfach so nach Moab auswandern durfte, aber es galt umgekehrt genauso, dass die Moabiter nicht einfach nach Israel ins Land Gottes kommen durften. So this is where Ruth finds herself. Und da ist Ruth angekommen. With the infallible, unchanging, authoritative word of God pointing its finger in her face and saying, you cannot come into the inheritance of God's people. Und hier mit dem unfehlbaren, irrtumslosen Wort Gottes, das ihr ins Gesicht spricht, du darfst hier nicht in dieses Land von Gottes kommen. The law of God says to her, you are a stranger to this covenant. Das Gesetz Gottes sagt, du bist fremd diesem Bund Gottes. Now we should back up and slow down and state very emphatically that the problem in this situation is not with the law. Und wir sollten uns zurücklehnen und uns bewusst machen, dass das Problem hier nicht beim Gesetz liegt. Right? The law is good. Das Gesetz ist gut. The law is perfect. Das Gesetz ist vollkommen. It will always be good and always be perfect. Es wird immer gut sein und immer vollkommen sein. However, the law was incapable of admitting a single insignificant Moabite girl like Ruth into the covenant community. Aber das Gesetz Gottes war nicht in der Lage, eine moabitische Frau wie Ruth in die Bundesgemeinde Gottes hineinzubringen. The reason that Ruth was refused entrance into the covenant community was not because something was lacking in the law. Der Grund, warum Ruth nicht Teil des Bundesvolkes Gottes werden durfte, lag nicht beim Gesetz, das ihr das verbietet. The reason that Ruth was refused access into the covenant community was Ruth. Der Grund dafür, warum Ruth nicht Teil des Bundesvolkes werden konnte, war Ruth. When the Apostle Paul writes about this is the way he says it.
For what the law could not do, weak as it was through the flesh. The law didn't have the possibility of redeeming Ruth because Ruth was so far gone, so far removed. Und der Paulus schreibt es über das Gesetz, was das Gesetz nicht vollbringen konnte, weil es schwach war durch das Fleisch. Das galt nun für Ruth. Und Ruth konnte durch das Gesetz nicht Teil des Volkes Gottes werden. The law's weakness is displayed as a result of Ruth's nature. She was a Moabite through and through. Und die Schwäche dieses Gesetzes zeigt sich an der Natur der Ruth. Sie war eine Moabiterin durch und durch. Here it is in summary. The reason for Ruth's refusal is identical to your refusal. Und hier, wenn man das zusammenfassend betrachtet, ist die Zurückweisung von Ruth genau dieselbe, die dir gilt, dass du zurückgewiesen wirst. Your refusal and my refusal into the covenant community of God is not because of the law of God, but because of our sinful nature. And the same was true for Ruth. Und warum wir von Natur nicht Teil des Bundesvolkes Gottes sein können, liegt nicht an dem Gesetz Gottes, sondern an unserer sündigen Natur, die uns davon ausschließt. We may say it like this. We have more Moab in us than we are willing to admit. Wir können das so sagen, wir haben mehr von Moab in uns, als wir bereit sind zuzugeben. And as a result, our problem, like that of Ruth, does not lie with the nature of God nor in the law of God. Und so können wir das hier angewandt sagen, unser Problem liegt nicht in der Natur Gottes und nicht in der Natur des Gesetzes Gottes, sondern in uns. Our problem, our barrier to the presence of God is our corrupt, wicked, sinful nature. Unser Problem, unsere Barriere, die uns von Gott fernhält, ist unsere sündige Natur. It is not a problem with God or with His law. Es ist kein Problem mit Gott oder seinem Gesetz. In fact, the glory of God's grace shines brightly through His law. In Wirklichkeit leuchtet die Herrlichkeit von Gottes Gnade durch das Gesetz hindurch. Because the law that prevented Ruth from entering into the congregation of God's people also made provision for her. Denn das Gesetz, das verhindert hat, dass Ruth Teil der Bundesgemeinde werden konnte, es traf auch Vorsorge für sie. We read from Deuteronomy 23 where Ruth was forbidden coming into the fellowship of God's community. Wir haben das in 5. Mose 23 gelesen, dass das Ruth verboten war, Teil der Bundesgemeinde Gottes zu werden. That's Deuteronomy 23. Listen to Deuteronomy 24. Und in Kapitel 24 heißt es dort: When you reap a harvest in your field and have forgotten a sheaf in the field, you shall not go back to get it. It shall be for the alien, for the orphan, and for the widow. Wenn du das Feld abgeerntet hast, dann sollst du, und dir eine Ähre heruntergefallen ist, dann sollst du nicht wieder dorthin zurückkehren, sondern es soll dort liegen bleiben. Es soll für die Fremden, für die Waisen und für die Witwen sein. And then it's repeated, not just harvesting in the field, but even when you're harvesting or beating your olive tree, you don't go over it again. You leave what's left for the alien, the orphan, and the widow. Und das Gleiche wird noch einmal wiederholt, auch bei der Ernte, bei der Olivenernte. Dort soll man nicht nochmal zurückkehren und nachlesen, sondern das soll liegen bleiben für die Fremden, für die Witwen und die Waisen. When you gather the grapes of your vineyard, don't go over it again. What's left is for the alien, the orphan, and the widow. Und wenn du die Weinlese durchgeführt hast, dann kehr nicht nochmal zurück und mach eine Nachlese, sondern lass es für die Fremden, für die Waisen und für die Witwen. And then again, the kindness of the Lord in explaining why He is giving them this law. Und dann wird erwähnt, aufgeführt, warum Gott ihnen dieses Gesetz gibt. Verse 22 of Deuteronomy 24. You shall remember that you were a slave in the land of Egypt. Therefore I am commanding you to do this thing. In Vers 22 heißt es dann: Du sollst daran denken, dass du Sklave warst im Land Ägypten. Darum befehle ich dir, dieses Wort zu befolgen. Don't go over the field or among the trees, in the orchard or in the vineyard again.
Save it for the alien, the orphan, and the widow. Mach keine Nachlese auf dem Feld, im Weinberg, im Olivenhain, sondern lass es den Fremden, den Waisen und den Witwen. The law prevented Ruth from coming in. Das Gesetz verhinderte, dass Ruth hineinkommen konnte. And that same law provided for her threefold. Und genau dieses Gesetz kümmert sich aber auch um ihren Erhalt. She was an alien in Bethlehem. Sie war fremd in Bethlehem. She was fatherless in Bethlehem. Sie war vaterlos in Bethlehem. She was a widow in Bethlehem. Und sie war eine Witwe in Bethlehem. And we see that the Old Testament actually never called for or expected an ethnic or racial separation. Und wir sehen, dass auch das Alte Testament nie eine ethnische Trennung vorgesehen hat. But there is a very explicit expectation of separation. Aber es gibt eine sehr klare Erwartung der Trennung. But it's a theological separation. Aber es ist eine theologische Trennung. The people of God were commanded not to mix with the idolatry of other religions and other worldviews. Das Volk Gottes war dazu aufgerufen, sich nicht mit anderen Weltanschauungen und Religionen zu vermischen. The law of God prevented Ruth from coming in, and the law provided her a way in. Das Gesetz Gottes hielt sie ab davon, hineinzukommen, aber es sorgte auch dafür, dass sie hineinkommen konnte. The same is true for us. God's perfect law demands perfection and obedience, and we have failed, we've sinned, we do not qualify to come into his presence. Und dasselbe gilt für uns. Gottes Gesetz erwartet Vollkommenheit und Gehorsam und eine völlige Erfüllung, und wir haben es nicht erfüllt und können nicht in Gottes Gegenwart eintreten. The same God who demands that law gave his Son so that we might come. He came to save sinners, and we qualify as a result of being sinners. Und derselbe Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen und Sünder mit sich selbst zu versöhnen. Und als solche Sünder sind wir qualifiziert, mit ihm versöhnt zu werden. The same law that prevents us from coming into the kingdom has provided us a way into the kingdom. Dasselbe Gesetz, das uns davon abhielt, ins Reich einzutreten, bereitet uns einen Weg, dort hineinzukommen. So that's Boaz and barriers. Thirdly, bundles. Das waren erstens Boas, zweitens Barrieren, aber jetzt auch die Bündel. Beginning in verse 8 through verse 17. Von Vers 8 bis 17. We see that Boaz, like Ruth, has a character that's marked by being industrious and humble and respectful. Und wir sehen, dass Boas ganz ähnlich wie Ruth einen Charakter hat, der sich dadurch auszeichnet, dass er fleißig ist und respektvoll und demütig. His name means in him is strength. Sein Name bedeutet, in ihm ist Stärke. He was a pillar in the Israelite community, we see in 1 Kings 7. Er war eine Säule in der israelitischen Gesellschaft, das sehen wir in 1. Könige 7. In fact, in Solomon's temple, there was an actual pillar named after him. Und in Salomos Tempel gab es eine Säule, die nach ihm benannt war. Now, let's not forget, these are days of great apostasy among the people of God. Und lasst uns nicht vergessen, das ist eine Zeit großen Abfalls von Gott. But here's Boaz, standing fast, holding firm in the midst of the apostasy all around him. Und hier ist Boas, der feststeht und festhält in dieser Zeit des Abfalls. He greets his servants, "May the Lord be with you." Und er grüßt seine Schnitter, der Herr sei mit euch. He was a man who was marked by compassion and kindness. Und er ist ein Mann, der gekennzeichnet ist von Mitleid und Freundlichkeit. In fact, with the story unfolding of redemption history here, we see that the compassion of Boaz is a precursor to the compassion of Christ. Und wenn wir hier die Entwicklung sehen, dieser Erlösungsgeschichte von Boas, dann sehen wir, dass er auch schon ein Stück Christus widerspiegelt und sein Mitgefühl. There was never a man who had the compassion of Jesus, our Lord. Es gab nie einen Menschen, der dieses Mitgefühl hat wie Jesus, unser Herr. Just think with me for a moment about the story of the leper coming to him and beseeching him and falling on his knees, saying, "If you're willing, you can make me clean."
Lass uns einen Augenblick über dieses Ereignis nachdenken, wo dieser leprakranke Aussätzige zu Jesus kommt und sagt, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. When Mark records the story, he says, moved with compassion, Jesus stretched out his hand and touched him and said, I am willing, be cleansed. Und Markus berichtet davon, dass Jesus bewegt und mit Mitleid, Mitgefühl seine Hand ausstreckt und sagt, ja, ich will, sei rein. And immediately the leprosy left him and he was cleansed. Und unmittelbar sofort verlässt ihn dieser Aussatz und er war rein. What do we do with that passage? Was machen wir mit diesem Abschnitt? Because the letter of the law forbade Jesus from coming into contact with this man. Denn der Buchstabe des Gesetzes verbat es Jesus, diesen Mann zu berühren. According to the law, this leprous man should have been shunned from society. Gemäß dem Gesetz sollte dieser Aussätzige aus der Gesellschaft ausgeschlossen It werden. was expected that he would live in complete isolation. Und man erwartete von ihm, dass er in völliger Isolation lebte. He was allowed to have zero contact with Hebrews. Und er durfte gar keinen Kontakt mit anderen Hebräern haben. He could go nowhere near the temple. Er durfte sich dem Tempel nicht nähern. Lepers were always disheveled and unkept. Und Leprakranke waren, Disheveled, clothing was tattered. ja, okay, sie hatten sehr zerfetzte Kleider und waren oft verwahrlost. They were required to keep their mouths covered. Und man erwartete von ihnen, dass sie ihren Mund verhüllen. If they could see anyone within earshot, they were required to yell, unclean, unclean, so that people would know not to get too close. Und sobald sie jemanden entdecken konnten, der so auf Rufweite war, sollten sie rufen, unrein, unrein, damit keiner ihnen nahe They kommt. weren't even allowed to come inside the city walls. Sie durften nicht mal innerhalb der Stadtmauern leben. There was a community of lepers, and they had to live only in that community. Und da gab es oft so Gemeinschaften von Lepra-Aussätzigen, die nur in dieser Gemeinschaft leben durften. Leprosy was considered the father of all uncleanness. Der Aussatz galt als Vater aller Unreinheit. It was nicknamed a living death. Und man nannte sie höhnisch der lebende Tod. Doctors referred to the disease in this way. It is easier to raise the dead than to cure leprosy. Die Ärzte sagten, es ist einfacher, einen Toten aufzuerwecken, als einen Aussätzigen zu heilen. Religious leaders weren't even allowed to wave at lepers. Und religiöse Führer durften Leprakranken nicht mal zuwinken. And here we have Jesus reaching out and touching a leprous man. Und hier haben wir Jesus, der seine Hand ausstreckt und einen Aussätzigen berührt. Here we have our Lord exposing, revealing the reality of the law's intent through his own compassion for this poor leper. Hier haben wir den Herrn Jesus, der die Absicht des Gesetzes so klar zum Ausdruck bringt, indem er dieses Mitgefühl diesem Aussätzigen gegenüberbringt. This is not simply pity that Jesus had on this man, Das ist nicht nur einfach Mitleid, but Jesus responds to the wretchedness that is revealed through this man's leprosy, and he reaches out and he touches him. aber Jesus weiß um die Verdorbenheit und er weiß um was dieser Aussatz mit sich bringt und er ist von tiefem Mitgefühl bewegt und streckt seine Hand aus. Could Jesus have not simply just healed him with a word? Hätte Jesus ihn nicht nur einfach mit einem Wort heilen können? Of course he could have. Natürlich hätte er das tun können. Could he have even healed him from a distance? Hätte er nicht aus einiger Entfernung heilen können? Absolutely, we have evidence of that from John chapter 4. Selbstverständlich. Und wir haben auch Hinweise darauf, dass Jesus sowas getan hat in Johannes 4. But Jesus, full of compassion, becomes ritually infected and unclean in order to cleanse the leper. Aber Jesus, erfüllt von Mitgefühl und Mitleid, wird rituell unrein und berührt diesen Aussätzigen. You see the picture that's being displayed here. Jesus is taking
the leprosy onto himself in order to bring about cleansing for the man. Und ihr seht hier dieses Bild, dass Jesus diesen Aussatz, diese Unreinheit auf sich selbst nimmt, um diese unreinen Aussätzigen reinzumachen. He's the willing substitute here in the story for the leprous man. For us, he's the willing substitute who came down and took on flesh like ours and became sin for us in order that we might become the righteousness of God. Und er ist der willige, er ist willig aussätzig zu sein und er ist Mensch geworden und ist sogar zur Sünde geworden, wie wir Sünder sind, um uns seine Gerechtigkeit zu geben. Jesus' life is marked by compassion and kindness again and again. Jesu Leben ist gekennzeichnet von Mitgefühl und Freundlichkeit. And so many years prior, we see that in Boaz. He's a precursor to the compassion of Und Jesus. wir sehen das so viele Jahre früher in Boas. Er ist so ein Hinweis auf Jesus. And where Boaz serves as a wonderful precursor for us to see, Christ serves as a wonderful example for us to extend compassion and kindness to others. Und so wie Boas ein Hinweis ist auf Jesus, so ist Jesus und er dient mit großem Mitgefühl und Hingabe für uns. Just notice how Boaz references Ruth here. And we'll do that by comparing the way Ruth talks about herself and then the way Boaz refers to her. Und beachtet nur mal, wie Boas mit Ruth umgeht, und wir wollen das vergleichen mit dem, wie er mit ihr umgeht, wie Gott mit uns umgeht. Oder, ja. In verse 10, Ruth references to herself in this way, since I am a foreigner. In Vers 10 sagt Ruth zu ihr, wo ich doch eine Fremde bin. And in verse 13, she refers herself to herself as, I'm not like one of your maidservants. I'm definitely an outsider. I'm not one of you. Und in Vers 13 am Ende sagt sie, ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Ich bin ein Außenseiter. Ich gehöre da nicht so dazu. But when Boaz, in compassion and in kindness, talks about her in verse 5, he says, whose young woman is this? And in verse 8, he even says, listen carefully, my daughter. Und als Boas ihr begegnet, dann fragt er, zu wem gehört diese junge Frau? Und Verse 5 and 8. in Vers 8 Young woman and my daughter. nennt er sie meine Tochter. Ja, höre mir zu, meine Tochter. So Ruth rightly sees herself as an outsider, but Boaz is making her feel welcome. No, you're not an outsider. You're my daughter. Und Ruth versteht sich selbst zu Recht als Außenseiter, aber Boas lässt sie willkommen sein. Er sagt, nein, du gehörst dazu, du bist meine Tochter. And Ruth realizes what's happening in verse 10. She says, why have I found favor in your sight? Why are you giving special recognition to the unrecognizable? Und Ruth erkennt, was ihr hier passiert, und sie sagt, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest? Ich bin doch so nicht beachtenswert. It's kindness. In kindness, Boaz is committed to protecting Ruth. Stay close to my maidservants. They will protect you. Und das ist Freundlichkeit, und in dieser Freundlichkeit kümmert sich Boas um Ruth, und er sagt zu ihr, halte dich zu meinen Knechten und Mägden, und sie werden dich beschützen. And not just protecting, but providing. Boaz is committed in kindness to providing for Ruth, being sure that there's plenty of grain for her to gather. Und sie werden nicht nur durch seine Knechte beschützt, sondern sie sollen auch für sie sorgen, dass sie genügend Getreide hat. Now, again, this is a very small, seemingly insignificant story. Nun, noch einmal, das ist eine sehr kleine, scheinbar unbedeutende Geschichte. And you know, every now and then, God advances his kingdom with a massive splash on the stage of human history. Nun, hier und da verändert Gott die Geschichte durch ein großes Ereignis. But he mostly chooses to increase his glory through the quiet, persistent deeds of kindness that never make the headlines. Aber in den allermeisten Fällen verherrlicht er sich dadurch, dass er durch diese kleinen Ereignisse an Freundlichkeit, die nie irgendwo in einer Schlagzeile auftauchen.
So Naomi and Ruth have now turned their hearts away from self and sin to serve God. Nun, Naomi und Ruth haben ihre Herzen abgewandt von sich selbst und von der Sünde, um Gott zu dienen. And blessings are coming as a result. Und die Segnungen kommen als Ergebnis. The fields of Moab were full of loneliness and heartache and grief. Die Felder Moabs waren voll von Einsamkeit und Schmerz und Trauer. And the fields of Boaz are abundantly full as the harvest is coming in. Und die Felder von Boas sind unglaublich voll, als die Ernte beginnt. The fields of Moab offered Ruth a place to bury her dead. Die Felder Moabs haben Ruth die Möglichkeit gegeben, ihre Toten zu beerdigen. The fields of Boaz are providing all that Ruth needs for life. Und die Felder Moabs bereiten alles, was Ruth zum Leben braucht. We must also point out here that Boaz is proving to be a faithful provider, but also Ruth is proving to be a diligent gleaner. Und wir müssen hier festhalten, dass Boas alles tut, um ein treuer Fürsorger zu sein, aber dass auch Ruth alles dran setzt, ein eifriger Sammler zu sein. This is helpful in recognizing our responsibility that we have to take hold of the promises of God, to believe his promises, and to walk in his way. Und es ist unsere Aufgabe, auch die Verheißungen Gottes zu ergreifen und auf dem Weg dieser Verheißungen zu gehen. In the picture that we have here, Boaz doesn't go out to the field and gather in all the crops and bring them and set them at Ruth's feet. In unserem Bild gesprochen ist es nicht Boas, der hinausgeht und die ganzen Ähren aufliest und sie der Ruth übergibt. He has provided for Ruth, and Ruth must go out and harvest the grain. Er hat sich um Ruth gekümmert, aber sie muss hinausgehen und die Ernte einsammeln. And she was committed to not leaving any bundles lying around. Und sie war darauf bedacht, dass sie keine Ähren liegen lässt. We can think of it this way. Are you leaving bundles of grace and promises laying around due to your lack of diligence? Wir können das auf uns so anwenden, dass wir darüber nachdenken. Gibt es Verheißungen der Gnade, die du aus Mangel an Eifer einfach liegen lässt? The way that the Puritans would say it is when the winds of grace are blowing, are you putting up all the sails on your ship to catch as much of God as you possibly can? So wie die Puritaner das zum Ausdruck gebracht haben. Sie sagen, wenn der Wind der Gnade weht, da hast du dann all deine Segel gesetzt, dass du so viel als möglich aufnehmen kannst, um dein Schiff voranzubringen. The blessings were in abundance here for Ruth and for Naomi. Die Segnungen waren hier in Fülle für Ruth und Naomi. Because Ruth sought shelter under the wings of God, she ended up gleaning in the fields of Boaz. Da Ruth Zuflucht unter den Flügeln Gottes suchte, findest du sie in dem Feld von Boas Ähren auflesen. And the same blessings that were provided for Ruth are provided for us. Und dieselben Segnungen, die Ruth empfangen hat, sind für uns auch da. Needy sinners who are poor and empty can glean in the fields of God's provision so that our souls might be fed. Arme, schwache Sünder können in den Feldern Gottes die Ähren auflesen, damit wir uns daran sättigen. For Ruth, there was an immediate connection in her mind of coming to God and then coming into the context of his people. Für Ruth gab es einen ganz engen Zusammenhang mit dem Wunsch, zu Gott zu kommen und in die Gemeinschaft des Volkes Gottes zu treten. In our immediate context, it's the picture of the church. We come to God and then we come to his people. In unserem gegenwärtigen Zusammenhang ist es so, dass wir zu Gott finden und dann zu seinem Volk, seiner Gemeinde. And as a result of covenanting together and fellowshipping with one another, our souls benefit. Und als Ergebnis, dass wir in einem Bund miteinander stehen und gemeinsam Gott verherrlichen, werden unsere Seelen dadurch Nutzen davon tragen. Again, using Ruth as an example, all who are trusting under Christ's wings are gleaning with God's people in the fields of Christ.
Und um dieses Bild zu gebrauchen, alle, die sich unter den Flügeln Christi bergen, lesen mit Christus auf seinen Feldern die Ähren auf. Our profession of faith that we're trusting in Christ, in fact, will be evidenced by our diligent gleaning in the fields of Christ with Christ's people. Und unser Glaubensbekenntnis, unser Bekenntnis zu Christus wird sich darin zeigen, dass wir mit Fleiß und Eifer auf den Feldern Christi die Ähren auflesen. So a few particular takeaways from this chapter of Ruth. Nur ein paar wenige Dinge, die wir aus diesem Kapitel von Ruth mitnehmen sollten. We'll put them under the final 3 points of the 4 points that I gave: barriers, bundles, and blessings. Und wir fassen die zusammen unter diesen letzten 3 Punkten: Barrieren, Bündel und Segnungen. No matter how large, no matter how small, every barrier between us and God is removed in Jesus Christ. Egal wie groß, egal wie klein, jede Barriere zwischen Gott und uns ist in Jesus Christus beseitigt worden. For each and every one of us who have come to Christ, we can see the circumstantial way that God orchestrated everything to bring us in contact with the proclaimed gospel, with his Son. In jeder Hinsicht können wir erkennen, wie Gott alles zusammenfügt, um mit seinem Sohn in Gemeinschaft zu treten und ihm nachzufolgen. Not only is it helpful for us to realize and recognize that no barrier can keep us from God, we must understand and have great confidence that there's no barrier on the planet that can keep any man, woman, boy or girl from God. Und nicht nur, dass es hier keine Barriere gibt, die uns von Gott abhält, wir müssen auch erkennen und verstehen, dass es auf dieser Welt keinen Mann, keine Frau, kein Kind, kein Junge, kein Mädchen gibt, die von Gott so ferngehalten werden. The gospel is the power of God. It will overcome every obstacle, every barrier will be smashed, and God has made a way in Jesus Christ for us to come to him. Das Evangelium ist die Kraft Gottes und es beseitigt jedes Hindernis und macht den Weg frei, dass wir zu ihm kommen können. And when the barriers are overcome, we come and realize that there are bundles of compassion and kindness in Christ. Und wenn diese Hürden überwunden sind, dann erkennen wir, dass es hier Bündel gibt von Mitleid und Freundlichkeit in Jesus Christus. What Ruth found in Boaz was temporary. It was just a good harvest that season. Was Ruth bei Boas gefunden hat, war eine gute Ernte. But what we have in God are boundless bundles of grace and promises in Jesus Christ, not just for a season, but for all of this life and the next. Aber was wir in Jesus Christus haben, sind grenzenlose Bündel von Verheißungen, nicht nur für dieses, sondern auch für das künftige Leben. And then finally, the blessings, the abundant and lavish blessings that are manifold as we experience them in God. Und schlussendlich die Segnungen, die so vielfältig sind und die wir in Gott erfahren dürfen. Christ has come. Christus ist gekommen. He has lived and died and was raised again. Er hat gelebt, er ist gestorben und wieder auferstanden. And the invitation for us is to come and to glean from the gospel all that he has purchased for us to take and to eat and to benefit from him. Und unsere Aufgabe ist es nun, dass wir mit Eifer die Ehren auflesen für all die Dinge, die er für uns getan hat und uns hinterlassen hat. May God give us grace to do so. Möge Gott uns Gnade geben, dass wir dies tun. Amen. Amen.